Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. US-Präsident Trump will soziale Medien wie Twitter stärker reglementieren. Ziel ist es, dass die Plattformen künftig nur noch eingeschränkt Inhalte der Nutzer moderieren. Trump unterzeichnete einen Erlass, der die Regierungsbehörden auffordert, neue Regeln zu prüfen. Den Internetkonzernen wird angedroht, sie nicht länger vor Klagen gegen veröffentlichte Inhalte zu schützen. Wie kein US-Präsident vor ihm nutzt Donald Trump Twitter als persönliches Sprachrohr. Dennoch will er jetzt mit einer Präsidialverfügung die sozialen Netzwerke stärker regulieren. Was sie mit Faktencheck überprüfen und was sie ignorieren oder befördern, gleicht politischem Aktivismus. Das ist unangemessen. Vor 2 Tagen hatte der Kurznachrichtendienst erstmals 2 Tweets des Präsidenten mit Faktenchecks versehen. Trump hatte darin behauptet, dass Briefwahl zu massivem Wahlbetrug führen würde. Den blauen Warnhinweis von Twitter wertet Trump als Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Mit dem Erlass will er den gesetzlichen Schutz der Plattformen aufweichen, der sie von Haftung für Inhalte befreit, die dort von Nutzern veröffentlicht wurden. Twitter nannte die Verfügung reaktionär und eine Bedrohung für die freie Meinungsäußerung im Internet. Vorstand Jack Dorsey hatte zuvor angekündigt, weiterhin Falschinformationen zu Wahlen überprüfen zu wollen. Auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte gegen den Präsidialerlass argumentiert. Wenn eine Regierung eine Plattform zensiert, weil sie sich um Zensur sorgt, erscheint mir das nicht gerade der richtige Reflex zu sein. Rechtsexperten bezweifeln, dass der präsidiale Alleingang vor Gericht bestehen kann. Für eine tatsächliche Regulierung der sozialen Netzwerke benötigt Trump die Zustimmung des Kongresses. In Minneapolis ist es in der 2. Nacht in Folge zu schweren Ausschreitungen gekommen. Erneut schlugen friedliche Proteste in Gewalt um. Demonstranten stürmten eine Polizeistation und legten Feuer. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Minnesota rief den Notstand aus und mobilisierte die Nationalgarde. Die Proteste richten sich gegen Rassismus bei der Polizei. Auslöser war der Tod eines Schwarzen kurz nach seiner Festnahme. Der Bundestag entscheidet heute über die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im westafrikanischen Mali um jeweils ein weiteres Jahr. An der EU-Ausbildungsmission sollen sich künftig bis zu 450 Soldaten beteiligen, 100 mehr als bisher. Bis zu 1.100 deutsche Soldaten sollen außerdem weiterhin an der UN-Blauhelm-Mission MINUSMA zur Stabilisierung des Landes teilnehmen können. Die UN-Mission in Mali gilt als gefährlichster Einsatz der deutschen Streitkräfte. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist wieder gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut meldete, wurden gestern 741 neue Infektionen registriert. Das sind etwas mehr als doppelt so viele wie am Tag zuvor. Die 7-Tage-Reproduktionszahl lag zuletzt bei 0,78. Im Vergleich zu April liegt das Infektionsgeschehen damit weiterhin auf niedrigem Niveau. Der DGB und der Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine fordern nach einem Zeitungsbericht einen Steuerfreibetrag für die Arbeit im Homeoffice. Wer zu Hause Büroarbeit leiste, solle monatlich einen Steuerfreibetrag von 50 € geltend machen können, zitiert die Bild-Zeitung aus einem Schreiben beider Verbände an Finanzminister Scholz. Heimarbeit verursache zusätzliche Kosten, etwa für Energie oder Telekommunikation. Und hier die Wetteraussichten. Heute vom Westen bis in die Mitte sonnig und trocken, im Osten und Südosten zum Teil auch Wolken und vereinzelte Schauer. Höchstwerte 14 bis 24 Grad.